Yo, konnichiwa alle zusammen. Leute, es ist schon fast ein halbes Jahr vergangen, dass ich meinen YouTube-Channel eröffnet habe und an dieser Stelle möchte ich einfach mal jeden einzelnen von euch danken. Bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, ich möchte unbedingt von euch wissen, wie ihr das schiefe Bild findet. Ist voll cool, oder? Jedenfalls wollte ich euch sagen, dass es richtig Fun macht für euch Videos zu produzieren, denn ihr schreibt immer Kommentare fleißig und habt immer Fragen an mich. Und ich freue mich schon seit Ewigkeiten, euch diese ganzen Sachen zu beantworten. Und heute ist der Tag gekommen! Also dann fangen wir mit der ersten Frage an. Alex fragt, wie wird hier mit Liebe und Beziehung im Gegensatz zu Deutschland umgegangen? So eine Frage kann man nur pauschalisieren, da in Deutschland die Art zu lieben genauso unterschiedlich ist wie hier auch in Japan. Tatsächlich sind die Japaner im Durchschnitt aber schüchterner als die Deutschen. Also Küssen auf der Straße zum Beispiel ist ein Fall, den man selten sieht. Es gibt sogar Pärchen, die halten nicht mehr Händchen in der Öffentlichkeit. Aber selbst wenn die Japaner so einen unschuldigen Eindruck machen, beim Sex sieht's immer gleich aus. Denn dann geht's nicht mehr darum, höflich zu sein, sondern einfach mal die Instinkte spielen zu lassen und das wilde Tier rauszulassen. Ja! Aus meiner persönlichen Beziehungserfahrung kann ich aber sagen, kein großer Unterschied zu Deutschland. The Potato Video fragt, wie steht die Familie deiner Freundin dazu, dass sie mit einem Ausländer zusammen wohnt und wie stehen Japaner allgemein zu Ausländern? Also ich muss einfach sagen, ich habe mega großes Glück mit den Eltern meiner Freundin. Denn normalerweise werden Freund und Freundin erst vorgestellt, wenn Heiraten in Betracht gezogen wird. Und ich durfte dort einfach schon mal 2 Wochen wohnen, obwohl noch nicht mal feststand, dass Saudi und ich zusammenziehen. Noch dazu kommt, dass ich zu der Zeit einfach kaum Japanisch gesprochen habe. Also wenn man das mal alles zusammenzählt, ich bin Ausländer, ich spreche nicht ordentlich Japanisch, ich habe noch nicht in Betracht gezogen, mit meiner Freundin zusammenzuziehen und ich durfte dort 2 Wochen wohnen. Also das ist einfach mal eine absolute Ausnahme. Ich frage mich eigentlich, wie viel Schwein ich in meinem Leben habe. Ich denke mir immer so, ich nehme das Glück von anderen Leuten weg, weil ich so viel habe. Generell stehen Japaner zu Ausländern sehr, sehr gut. Denn das Land macht einfach auch nicht so viel Erfahrung mit Ausländern. Das liegt an den strengen Einreisegesetzen, die im Land hier herrschen. Und deswegen haben die Japaner auch so viel Interesse für andere Kulturen, weil sie sonst halt nur unter sich sind. Das Gegenteil herrscht in Deutschland und in Europa vor, denn da gab es schon immer einen Kulturaustausch. Und dadurch, dass bei unserer Situation auch die Flüchtlingswelle hinzukommt, haben viele Leute einfach die Nase voll. Und obwohl ich diese ganzen Rechtsstimmen null unterstütze, kann ich auch ein wenig die Situation verstehen. Ja, was mir in Japan ganz oft passiert ist, dass da Leute mir hinterher schon so sagen, oh ja, guck mal, da ist ein Ausländer, Aber total positiv gemeint. Sowohl Mädchen als auch Jungen flüstern dann so sich zu, oh, der sieht voll cool aus und so. Und gehen natürlich davon aus, dass ich sie nicht verstehe. Aber ja, grundsätzlich kann man sagen, dass hier in Japan positiver Rassismus herrscht. Es gibt auch Leute, die übertreiben es ein wenig und die wollen dann mit einem Fotos und Videos schießen und ich denke mir dann so, hey, ich sehe einfach nur ein bisschen anders aus als du. Aber ja, allemal besser als das, was bei uns gerade in Deutschland abgeht. Ich wette, die Flüchtlinge würden sich super freuen, wenn Leute auf sie zukämen und sagten, hey, du siehst voll fresh aus, darf ich ein Foto mit dir schießen? Die Leute würden sich zu 100% freuen, Leute. Ronaldo Bloom fragt, sollte man einen bestimmten Abschluss haben, um Japanisch zu lernen? Grundschulabschluss. Nee, jetzt mal ohne Spaß, Japanisch ist wie Deutsch eine Sprache, die man sich mit Tricks aneignen kann und deswegen einfach so früh wie möglich anfangen und dann hat man es leicht. Peikat fragt, welche Arbeit hast du in Japan? Ja, momentan habe ich 3 verschiedene Jobs, nämlich Englischlehrer, Hotelrezeptionist, Küchenhilfe im Rahmenrestaurant. Melnix fragt, gibt es eine kleine Introduktion von dir? Jo, ich habe mich eigentlich schon in meinem allerersten Video vorgestellt, aber das kann ich keinem mehr zumuten, also nochmal. Jo, also ich bin Julian, mein Nachname ist wirklich Log, ich bin 20 Jahre alt, habe vorletztes Jahr mein Abi fertig gemacht, dann ein Jahr eine Weltreise und mich dann entschieden, nach Japan zu ziehen. Meine Hobbys sind Sport, Kochen, Gitarre spielen und Massieren. Was ich später mal machen will, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber die nächste Frage gibt uns so eine kleine Hinführung dazu. Smasher fragt nämlich, wenn man Japanisch kann, was bringt einem das dann? Also Top-Priorität ist echt Animes ohne Untertitel gucken. Nebenbei ist es auch gut fürs Business, wenn man verschiedene Sprachen spricht und dann auch noch welche, die besonders schwer sind. Denn das gibt mir eine besondere Stellung in meinem Beruf und das kann mir immer von Vorteil sein in der Kooperation mit ausländischen Firmen. Noch dazu stelle ich mir auch vor, dass ich hier einfach für immer in Japan lebe, weil ich liebe dieses Land einfach so sehr. Kernberg 07745 fragt, was ist das für eine Flasche im Hintergrund? Das hier ist mein absoluter Lieblingsstärke. Ich trinke aber in letzter Zeit nicht und deswegen ist das hier eine leere Flasche von vor 2 Monaten. Zeppler fragt, jetzt will ich auch was lernen. Hab ich's bald geschafft. Irgendwelche Tipps? Ich habe so das Gefühl, dass die meisten von euch noch in der Schulphase sind und deswegen möchte ich unbedingt was dazu sagen. Wenn ihr euren Abschluss in der Tasche habt, dann steht euch einfach mal die Welt offen. Das kann zum einen gut sein, denn ihr habt die freie Wahl, was ihr tun könnt und seid nicht auf einen Stundenplan angewiesen, der euch von Lehrern und dem Schulsystem vorgeschrieben wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich negativ für die Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen möchten. Es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, was sie machen wollen und dann denken sie sich so, oh verdammt, scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber alle studieren, also muss ich auch studieren. Oh Mann, schreibe ich mich für BWL ein. Sorry an die BWLer. Aber das muss halt echt nicht der Regelfall sein, Leute.
Also ich gehe jetzt mal von meiner sehr, sehr speziellen Situation aus. Ich habe eine Weltreise gemacht, wo ich jetzt nichts gelernt habe, womit ich Geld verdienen kann. Aber ich habe extrem viele Erfahrungen über die Welt gesammelt und auch über mich selbst. Und es ist meines Erachtens besser, als irgendein Studium zu machen, was man im Nachhinein abbricht oder es halt durchzieht, aber man damit nicht wirklich glücklich sein wird. Ich meine, jeder möchte in seinem Leben gut Geld verdienen und deswegen wählt man natürlich auch gerne den schnellsten Weg. Deswegen sage ich euch, wenn ihr für irgendwas brennt, dann macht es auf jeden Fall. Denn es spiegelt sich gut im Lebenslauf wider. Selbst wenn es eine Weltreise ist oder ein Auslandsjahr, kommt immer gut an. Also in anderen Worten, lebt euren Traum und träumt nicht euer Leben. Boah, das war cool. Der Axel Hermann hat noch eine andere Frage für uns. Stellen uns mal ein paar japanische Gerichte vor. Das passt natürlich super, da ich im Restaurant arbeite und deswegen stelle ich euch mal ein paar Sachen vor, die über Ramen und Sushi hinausgehen. Lynx G05 fragt, bist du Christ? Nein. Crown Graphics fragt, hast du meine Nachricht bekommen? Ja. Ne, noch mal eine kurze Ansprache zu Crown Graphics, denn diese Person ist einfach mal ein Genie. Das Outro, was in meinen neuesten Videos dabei ist und auch mein neues Titelbild auf YouTube, ist nämlich alles von dieser Person und deswegen nochmal ein riesengroßes großes Dankeschön. Maxel halt fragt, wie ist die Internetverbindung so in Japan? Richtig, richtig super! Besser als in Deutschland. Aber bei mir ist sie super scheiße. Wirklich nur bei mir. Mit der Laura Kalkbrenner hatte ich eine Konversation über das Release meiner Videos. Denn vielen von euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich jetzt nicht mehr jede Woche, sondern nur noch alle 2 Wochen Videos mache. Das ist eine Sache, die ich entschieden habe, seitdem ich 3 Jobs habe und ich möchte euch halt auch keine scheiß Qualität liefern und deswegen lasse ich mir lieber 2 Wochen Zeit und deswegen bitte ich um ein ganz großes Verständnis von euch. Das waren nicht alle Fragen heute, aber die nächsten werden weitere beantwortet. Ja Leute, wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, teilt das Video an eure Freunde weiter und für Leute, die es noch nicht getan haben, lasst mir ein Abo da und unterstützt meinen Kanal. Also dann Leute, stay Genki, sayonara, bis zum nächsten Mal, ciao.